Ich bin anscheinend süchtig. Vor 2 Jahren habe ich 30 Tage auf Koffein verzichtet und mich danach entschieden, auch weiterhin auf alle Wachmacher zu verzichten. Und ich dachte, das hätte ich auch geschafft. Nein. Dann waren es an einem der Tage 2 und tatsächlich an einem Tag 3 Tassen. Und ich fand das so krass, weil ich denke, was für eine Suchtpersönlichkeit bin ich, dass ich so schnell wieder hier reinfalle. Aber warum? Während des Experiments lief doch alles so gut. Die negativen Symptome sind alle weg und bei den positiven fehlt mir nur das mit den Zähnen. Ich habe das Gefühl, ich bin in diesen 30 Tagen viel ruhiger geworden, viel ausgeglichener geworden. Es lief auch nach dem Experiment lange gut. Aber die Realität ist, dass Koffeinverzicht ein ständiger Kampf ist zwischen meinem Gehirn, das funktionieren will, und meinem Körper, der Ruhe braucht. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt ungeschönt, was wirklich passiert ist, warum ich rückfällig wurde und was die Wissenschaft dazu sagt und ob ich jetzt wirklich clean bin. Nein. Während 2023 der Start in mein kaffeefreies Leben ist und ich auch 2024 komplett ohne Koffein klarkomme, stolper ich 2025 wieder rein. Es sollte nur eine einzige kleine Ausnahme sein. Ich werde ausnahmsweise mal wieder Koffein ausprobieren. Hat genau den richtigen Effekt gehabt, der Kaffee. Wachheit hoch, Konzentration hoch, aber tatsächlich auch Herzrasen. Herzrasen ist natürlich nicht besonders gut. Boah, man merkt sogar in der Sprache. Ja, ist heute eine Ausnahme. Okay, ich sehe schon, wie du den Kopf schüttelst, Till. Und du hast ja recht. Es bleibt nicht bei der einen Tasse. Diese eine Ausnahme, die ich im Juni 2025 starte, ist leider nur der Anfang. Trotz negativer Folgen für mich gibt es plötzlich immer öfter diese Ausnahmen. Von Juni bis... Okay, komm, ausnahmsweise jetzt nochmal Koffein, um diese eine Nacht durchzuziehen. Koffein. Wo ist das eigentlich überall drin? Wir machen ein Ratespiel. Welches dieser Produkte beinhaltet Koffein? 3, 2, 1, alle. Nichts davon darf ich aktuell zu mir nehmen. Und wer sich über die Schokolade wundert, die enthält von Natur aus Koffein. Ganz andere Frage. Trinkt ihr eigentlich Kaffee? Kaffee ist das meistkonsumierte Getränk Deutschlands und ganz Europas. Das Einzige, was wir noch öfter trinken, ist Wasser. Und selbst das gibt's inzwischen mit Koffein. Aber was ist Koffein eigentlich? Schauen wir mal rein. Koffein ist eine psychoaktive Substanz. Das heißt, sie beeinflusst die Gehirnfunktionen und verändert unsere Wahrnehmung, unsere Stimmung, unsere Denkweise und Verhalten. Es macht uns wach und glücklich, aber kann auch zu Unruhe und Angststörungen führen. Und warum? Weil das wisst? Nein, weil ich immer wieder denke, dass ich Koffein brauche. Dass es mir hilft und dass es mir Energie liefert. Das ist übrigens ein absoluter Mythos, der aber auch in meinem Kopf festsitzt. Zum Mythos komme ich gleich, wenn ich wieder Energie habe. Ich prüfe Anfang des Jahres immer alle meine Ausgaben und vor allem mein Strompreis macht mich schon ziemlich lange müde. Und wenn man da regelmäßig den Tarif wechselt, kann man eigentlich ziemlich viel Geld sparen. Mache ich noch nie, weil das kostet Zeit und Energie. Außer man nutzt Remind Me. Die prüfen nämlich deinen aktuellen Tarif und schauen, ob sie ihn optimieren können. Falls ja, wird gewechselt. Automatisch jedes Jahr, inklusive Neukundenboni. Ich habe das selber mal ausprobiert und nur Ökostromtarife ausgewählt und im ersten Jahr kann ich jetzt 357,89 € sparen. Remind Me ist sicher und arbeitet nur mit vertrauenswürdigen Stromanbietern zusammen. Der ganze Service ist komplett kostenlos, spart im Schnitt aber ordentlich Geld, ist jederzeit kündbar und ihr habt einen Stressfaktor weniger im Kopf. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder über den QR-Code. Und jetzt habe ich mal Zeit, mich um ganz andere Dinge zu kümmern. Ich glaube, das ist in meinem Fall zumindest ein riesiger Teil Einbildung, dass Koffein irgendwas Positives bringt. Es macht vielleicht so einen kurzen Kick, aber alles danach ist Abfall. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das schon Suchtverhalten? Dann muss ich euch sagen, dass ihr mich bitte nicht unterbrechen sollt. Okay, Fragen am Ende. Aber es ist eine gute Frage, wirklich. Denn wenn wir über Sucht reden, denken wir schnell an harte Drogen. In der Psychologie gibt es aber klare Kriterien für sogenannte Substanzgebrauchsstörungen. Eine davon lautet, der anhaltende Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzkonsum zu reduzieren oder zu kontrollieren. Und mehr als ein Jahr nach meinem Koffeinexperiment beschäftigt mich genau das. Ich muss mal rausfinden, was eine Suchtpersönlichkeit ist, weil es einfach Dinge gibt, die ich nicht gut kontrolliert bekomme und Koffein gehört irgendwie dazu. Wenn ich damit anfange, muss ich immer noch mal so einen kleinen Entzug machen. Das war jetzt auch dieses Mal nicht schlimm, aber es waren 2 Tage mit Kopfschmerzen wieder. Und ich frage mich dann einfach, bilde ich mir das ein? Ist es irgendwie
psychosomatisch? Ja? Nein? Vielleicht? Ja. Raus! Die Antwort ist nicht so einfach. Diese Studie weist darauf hin, dass Entzugssymptome wie Kopfschmerzen und Müdigkeit bei über 50% der Menschen auftreten, die regelmäßig Kaffee trinken. Und das schon 12 bis 24 Stunden nach der letzten Tasse. Okay, also bilde ich mir das nicht ein. Aber warum trifft mich der Entzug so hart, während andere wenig bis gar nichts merken? Zum Glück habe ich noch eine Videokassette. Ja, Koffein kann abhängig machen. Aber nicht so, wie viele denken. Koffein kann Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Reizbarkeit auslösen, weshalb ein Koffeinentzug inzwischen offiziell diagnostisch anerkannt ist. Für die meisten Menschen bleibt diese Abhängigkeit mild und alltagstauglich. Problematisch wird es aber vor allem dann, wenn man trotz Schlafproblemen, Angst oder ärztlichem Rat nicht reduzieren kann. Wer Koffein ausschleichen will, sollte die Dosis schrittweise senken, statt abrupt aufzuhören. Studien, unter anderem mit Zwillingen, haben gezeigt, ein erheblicher Teil davon, wie viel Koffein Menschen konsumieren und wie stark sie davon abhängig werden, ist genetisch bestimmt. Der Rest, Lebensstil und Umfeld. Faktoren wie Schichtarbeit, Stress, Schlafmangel oder Kaffeekultur am Arbeitsplatz können diese genetische Veranlagung verstärken oder abmildern. Also wenn du am Samstag immer Kopfschmerzen hast, könnte das vielleicht an deinem Kaffee auf der Arbeit liegen. Ich hätte unter normalen Umständen gestern eine Panikattacke gehabt. Dazu ist es nicht gekommen und ich glaube, es hat mit dem Koffeinentzug zu tun. Ich habe damals schon rausgefunden, dass meine Panikattacken, die ich bis 2023 immer mal wieder hatte, stark mit meinem Koffeinkonsum zusammenhängen. Eine Panikattacke ist ein plötzlich auftretender Angstzustand mit Symptomen wie Herzrasen und Atemnot, oft ohne eindeutige Auslöser. Während einer Panikattacke fällt es dem Gehirn schwer, zwischen einer gefühlten und realen Gefahr zu unterscheiden. Das kann zu heftigen körperlichen Symptomen führen, die sich für die betroffene Person als wirklich lebensbedrohlich anfühlen können. Das kenne ich leider sehr gut. Und wenn ihr jetzt sagt, chill mal, du hast an einem Tag eine Tasse Kaffee getrunken. Das ist albern. Das ist nichts, du süßer Typ. Trinkst deinen Kaffee bestimmt ohne Zucker, weil du schon süß genug bist. Dann muss ich euch sagen, dass das erstens eine extrem seltsame Art ist, Komplimente zu machen und dass ihr mich doch bitte nicht unterbrechen sollt. Fragen am Ende. Also, reicht so ein kurzes Kaffeetrinken aus, um direkt auch wieder körperliche Suchtsymptome zu haben? Oder ist es doch mein Kopf? Gelerntes Verhalten, also eine psychische Abhängigkeit. Und dass, wenn ich einmal anfange, ich immer das Gefühl habe, ich brauche jetzt wieder jeden Tag Koffein. Auch nach 2 Tagen oder 3 Tagen Kaffee trinken, am 4. Tag kommt schon wieder dieses Gemütlichkeit, ach, das wäre doch nett jetzt ein Kaffee, was keinen Sinn macht, weil Kaffeegeschmack an sich mag ich nicht besonders und der Koffeineffekt, der ist entweder zu stark, also dass er dann so hochputscht und vor allem dieses Tal, was ich dann immer erlebe, ist auch zu stark, dass ich eigentlich nicht wirklich einen positiven Effekt davon habe, von Koffein. Für mich funktioniert das eigentlich nicht. Was aber funktioniert, ist halt in diese Gewohnheit sehr schnell wieder reinzukommen und zu denken, ich brauche ja eigentlich jetzt mal ein Koffeingetränk, einen Kaffee, das wäre doch jetzt schön, das habe ich mir verdient. Und hier zeigt sich das wahre Problem. Die Verknüpfung von Kaffee mit Gemütlichkeit oder Belohnung ist extrem stark bei mir. Und neben dem ganzen Sucht- und suchtähnlichen Effekten und Problemen gibt es auch ein optisches. Und das stört mich wesentlich mehr, als ich es gern zugeben würde. Meine Zähne reagieren super schnell, wenn ich wieder über ein paar Tage nur einmal am Tag Kaffee getrunken habe. Ich habe meine Zahnärztin gefragt, so warum werden die so schnell gelb? Selbst wenn ich koffeinfreien Kaffee trinke, da ist manchmal sogar noch schneller, habe ich das Gefühl. Und dann hat sie gesagt, ja, gibt einfach Menschen, da färben die Zähne schneller ein. Pech gehabt. Sydney, Jasmin, Zähne zeigen. Sehr gut. Also für euch, denn meine sind gelber als eure. Und warum? Kaffee ist sauer. Und diese Säure macht den Zahnschmelz poröser und rauer, wodurch sich Farbpigmente, sogenannte Chromogene, viel leichter festsetzen können. Damit hat sich auch diese aktuelle Studie beschäftigt. Egal ob mit oder ohne Koffein. Der Kaffee selber ist der Feind dieser ehemals weißen Zähne. Und je mehr und öfter man davon trinkt, desto schlimmer kann es werden. Okay, für meine Zähne ist Kaffee der Endgegner. Das heißt aber nicht, dass es für andere Menschen so ist. Da sind alle unterschiedlich. Was sagt eigentlich insgesamt die Wissenschaft zu Kaffee und Gesundheit?
Koffein ist für die meisten sicher. Problematisch wird es aber für bestimmte Gruppen und bei hohen Dosen. Für gesunde Erwachsene gilt, bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag ist sicher. Doch selbst kleinere Mengen können Schlaf und Angst beeinflussen, vor allem später am Tag. Schwangere, Kinder und Jugendliche, aber auch Menschen mit Bluthochdruck und Herz- und Angsterkrankungen sollten deutlich vorsichtiger sein und niedrigere Grenzen einhalten oder Koffein ganz meiden. Besonders kritisch hochdosierte Energy Drinks und Koffeinpulver, weil sie halt schnelle große Mengen liefern und mit den meisten Nebenwirkungen und Notfällen assoziiert sind. Okay, also kein Holy oder irgendwelche Energy Drinks mehr für mich. Anscheinend reagiere ich bzw. mein Körper stark auf Koffein und da kann ich nicht wirklich was für. Direkt nach dem Experiment und meinem Koffeinentzug damals, vor 2 Jahren, habe ich extrem lange durchgehalten. Auch weil ich dann noch einen Hack aus meiner Studienzeit hatte. Immer, wenn diese Kaffeesehnsuchtsgemütlichkeit kam, habe ich den genutzt. Und zwar mache ich mir selber Hafermilch und mische das mit ein bisschen Backkakao, ein bisschen Zimt, vielleicht noch eine Prise Kardamom und habe dann quasi ein Getränk, das für mich mit Gemütlichkeit verbunden ist. Vielleicht kann ich dadurch den Kaffee ersetzen und habe hier nicht das Suchtproblem, dass ich dann jeden Tag das brauche, aber habe trotzdem etwas für den Moment, wenn ich glaube, ich brauche jetzt was Gemütliches oder eine kleine Belohnung. Wie eine warme, kuschelige Umarmung. Ich mag das immer noch gerne. Und das hat rückblickend überraschend lange funktioniert. Mir ging's gut, ich war fokussiert und habe viel geschafft. Daher kann ich da auch gar nicht so viel über das erste Jahr berichten nach dem Koffeinentzug. Es lief einfach, ohne Kaffee. Und trotzdem hatte ich meinen Anker der Gemütlichkeit, wenn ich ihn brauchte. Und erst im 2. Jahr kam dann der recht schwere Rückfall. Es gab einen Filmdreh, wenig Schlaf und hohen Druck. Und hier kommt der größte Irrglaube über Koffein ins Spiel. Viele von uns, wie auch ich, denken, Koffein gibt uns Energie. Heute Tag am Filmset. Das heißt, viel mitdenken, viel aufpassen, viel wach sein. Ich werde ausnahmsweise mal wieder Koffein ausprobieren. Vor allem jetzt nach dem Mittagessen, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass wenig Schlaf und ein gutes Essen, aber auch hohe Konzentration, die heute über 10 Stunden verlangt wird, ein bisschen viel ist. Aber ich befürchte, ich werde ihn heute brauchen. Sehr schön, dass ich aufgezeichnet habe, wie mein Rückfall beginnt. Denn daraus kann ich jetzt viel lernen. Genau in dem Moment begehe ich nämlich einen großen Fehler. Koffein liefert nämlich überhaupt keine Energie. Es blockiert nur die Müdigkeit. Und das war mir gar nicht klar, weil ich wusste überhaupt nicht, wo ist sie? Hier. Was Koffein eigentlich im Gehirn macht. Gleich wissen wir's. Normalerweise bindet sich der Botenstoff Adenosin an bestimmte Rezeptoren im Gehirn und signalisiert uns, dass wir müde sind, wenn wir müde sind. Koffein ähnelt Adenosin und blockiert die gleichen Rezeptoren, ohne sie zu aktivieren. Das heißt aber auch, dass sich bei Müdigkeit immer mehr Adenosin ansammelt, ohne dass wir merken, dass wir müde sind. Sobald die Wirkung des Koffeins nachlässt, kann dieses angestaute Adenosin wieder an die Rezeptoren angebunden werden und die Müdigkeit tritt dann oft abrupt und verstärkt auf. Das ist, als würde man die Tankanzeige im Auto abkleben. Der Tank wird trotzdem leer, auch wenn wir es ignorieren. Und so sieht es dann aus, wenn man gar nicht mehr merkt, wie müde man ist. Genau den richtigen Effekt gehabt, der Kaffee. Wachheit hoch, Konzentration hoch, aber tatsächlich auch Herzrasen. Herzrasen ist natürlich nicht besonders gut. Boah, man merkt sogar in der Sprache. Ja, ist heute eine Ausnahme. Herzrasen, ja, liegt am Adrenalin. Koffein versetzt den Körper in Alarmbereitschaft und regt die Ausschüttung von Adrenalin an. Kurzzeitig fühlt sich das wie mehr Energie oder Leistungsfähigkeit an, aber eigentlich passiert da was ganz anderes. Während des Filmdrehs bleibt es meine einzige Tasse Kaffee. Aber nur wenige Wochen danach habe ich eine sehr intensive Arbeitswoche und glaube, dass ich es nicht schaffe ohne Hilfsmittel. Und nach dieser Woche bin ich dann wieder richtig drin in der alten Gewohnheit. Dieses Video hier hätte ich gerne nicht gemacht, aber ich hänge leider wieder auf dem Kaffee. Es ist total ätzend. Und da habe ich auch gedacht, ja gut, jetzt, um fertig zu werden, trinkst du nochmal eine Tasse Kaffee. Dann waren es an einem der Tage 2 und tatsächlich an einem Tag 3 Tassen. Und dann wieder in so einer stressigen Phase trinke ich mehrere Tassen an einem Tag, um wirklich wach zu bleiben. Und vielleicht kennt ihr das auch.
warum reicht eine Tasse Kaffee irgendwann nicht mehr aus für die gleichen Effekte? Hier kommt die sogenannte Abregulation ins Spiel. Wenn wir immer mehr Koffein zu uns nehmen, bildet das Gehirn mehr Adenosinrezeptoren, um trotz der Blockade das Müdigkeitssignal irgendwie an uns durchzubekommen. Das heißt, ich brauche immer mehr Koffein für denselben Effekt, damit ich das Müdigkeitssignal meines Körpers unterdrücken kann. Und so nimmt man immer mehr Koffein zu sich und der Körper kämpft immer mehr dagegen an. Absoluter Teufelskreislauf. Gibt es das Wort? Teufelskreislauf? Teufelskreis. Das ist nichts, was man irgendwie produktivitätsmäßig nutzen kann. Ich zumindest nicht. Und ich bin so froh, wenn ich davon wieder runter bin. Und es ist mir auch wirklich unangenehm, dass das so einfach passieren konnte. Vor allem ist der Effekt auch gar nicht positiv. Ich fühle mich weniger leistungsstark. Es ist einfach richtig schlecht. Dieser Gedanke, dass es was bringt, ist aktiver als wirklich die Vorteile. Leistungsabfall, Konzentrationsabfall, Abfall an sich. Jetzt bin ich im ständigen Zyklus von Entzug und Dosis. Und ich funktioniere nicht, weil ich Kaffee oder Koffein zu mir nehme, sondern ich trinke Kaffee, um die Entzugserscheinungen zu bekämpfen, um mich überhaupt erst wieder normal zu fühlen. Ich habe mich immer wieder gefragt, manche Leute Kaffee trinken können, auch abends vorm Schlafen gehen und einfach schlafen. Und ich trinke eine Tasse mittags irgendwann und bekomme Herzrasen und Panik. Und die Antwort liegt in mir. Ich bin da einfach eine Persönlichkeit, die da anfällig für ist. Es gibt ja Leute, die können das super entspannt alles immer an- und abschalten. Und es gibt Leute, die können das nicht so gut. Es gibt zwei Arten von Menschen und wie ihre Körper funktionieren, vereinfacht gesagt. Fast Metabolizer und Slow Metabolizer. Fast Metabolizer bauen Stoffe im Körper schnell ab. Slow Metabolizer langsam. Deshalb wirken Medikamente oder Koffein bei Menschen unterschiedlich. Kennt ihr wahrscheinlich von euch selbst. Bei den langsamen bleibt das Koffein viel länger im Blut, während die schnell abbauenden das Koffein halt schneller abbauen. Studien weisen darauf hin, dass Slow Metabolizer bei Koffeinkonsum ein deutlich höheres Risiko für Bluthochdruck und Herzinfarkte sowie Nervosität, Panikattacken und Schlafstörungen haben. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst das Drehbuch fertig bekommen. Du trinkst einfach jetzt nochmal 1-2 Tage Koffein und dann bringt dich das über diese müden Tage. Was aber jetzt passiert ist, Drehbuch ist fertig, ist abgegeben. Jeden Morgen, den ich starte, bin ich so todmüde, ich werde nicht mehr richtig wach. Ein Fehler, den ich immer noch viel zu oft mache, obwohl ich es besser weiß: Ich ignoriere die Signale meines Körpers und benutze Koffein als Werkzeug, um über meine biologischen Grenzen zu gehen. Aber eigentlich ist das Raubbau auf Kosten meines Körpers. Eigentlich schaffe ich das nicht, was ich hier zu tun habe. Und das ist das große Problem. Sobald ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt Koffein zu mir nehmen, bin ich schon zu weit gegangen. Exakt. Und das muss ich lernen. Der Wunsch nach Kaffee ist ein Warnsignal für mich. Das heißt nicht, ich brauche jetzt Kaffee, um wach zu sein. Es heißt, ich brauche eine Pause, und zwar jetzt. Aber in unserer Leistungsgesellschaft oder auch in meinem Job ist Pause oft keine Option. Also greift man zur Tasse, zum Energy Drink, praktisch zur mutmaßlich leistungssteigernden Droge. Und wenn man davon loskommen möchte, heißt es Entzug. Für mich dann zum zweiten Mal. Aber beim zweiten Mal wird das sicher leichter, oder? Weil das erste Mal war ja wirklich übel. Ich versuche jetzt mal, das ein bisschen wegzuschlafen. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wann ich so lang schon mal Kopfschmerzen hatte. Wenn es einen Tag dauert, dann ist es okay, aber ich hoffe, es ist morgen geschafft. Das war mein kalter Entzug vor 2 Jahren. Der Entzug nach jahrelangem Kaffeekonsum und nicht den Ausnahmen von 1-2 Mal die Woche. Also müsste es dieses Mal doch leichter sein, wieder vom Koffein loszukommen, oder? Also muss ja. Ich bin so todmüde. Aber ey, Tag 1 von diesem neuen Entzug ist so brutale Müdigkeit. Und ich habe genug geschlafen heute Nacht. Ja, okay, es war ein bisschen leichter. Statt 3 bis 5 Tage habe ich 2 bis 3 Tage mit Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und dem ganzen anderen Kram zu tun gehabt. Vielleicht war es auch leichter, weil ich statt extrem Cold Turkey von heute auf morgen eine Weile mit koffeinfreiem Kaffee überbrückt habe. Das ist dann so eine Art langsamer Entzug, weil koffeinfreier Kaffee immer noch 0,1% Koffein enthält oder weniger. Also eine winzige Menge. Außerdem habe ich, der schwarzen Kaffee nie mochte, den Kaffee dann ohne Hafermilch und ohne Zusätze oder Süßungsmittel getrunken. Und das hat beim Abgewöhnen auf jeden Fall geholfen. Und wenn ihr jetzt fragt, und wozu?
Ist Koffeinverzicht wirklich besser für dich, du alberner Vogel? Waren die 1,5 Jahre komplett ohne Koffein wirklich besser? Oder übertreibst du einfach komplett mit deinem süßen Lächeln und diesen verschiedenfarbenen Augen? Dann muss ich euch sagen, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum ihr Beleidigungen und Komplimente immer kombinieren müsst. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber Fragen am Ende. Unterbrecht mich nicht. Mann. Okay, mach du weiter. Nein. Okay, das möchte ich jetzt aber doch wissen. Kaffee und Tee mit Koffein, sind die vielleicht positiv für uns? Weil ich habe gemerkt, für mich ist es nicht positiv. Ich schlafe besser, ich bin konzentrierter, es geht mir besser und ich habe inzwischen wieder schönere Zähne, seit ich jetzt seit 6 Monaten verzichte auf Tee mit Koffein und Kaffee mit Koffein und generell Koffein. Aber wie ist denn die wissenschaftliche Faktenlage? Kaffee und Tee sind keine Lifestyle-Mythen. Moderater Konsum ist messbar mit besserer Gesundheit verbunden. Große Studien haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Kaffee oder Tee trinken, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2 Diabetes und ein niedriges Gesamtsterblichkeitsrisiko haben. Interessanterweise gelten viele dieser Effekte auch für entkoffinierten Kaffee, was zeigt, dass eben nicht nur Koffein alleine, sondern vor allem Polyphenole und andere bioaktive Pflanzenstoffe eine Rolle spielen. Koffein selbst wirkt noch zusätzlich kurzfristig leistungssteigernd auf Aufmerksamkeit und körperliche Performance. Koffein ist also nicht generell schlecht, ganz im Gegenteil. Bei mir überwiegen aber die negativen Symptome und das schon sehr, sehr schnell, weil ich extrem stark auf Koffein reagiere. Also mein Körper zwingt mich dazu, Koffeinverzicht zu betreiben, weil ich sonst sehr schnell in so eine Art Abhängigkeit gerate. Und jetzt dieses Wissen zu haben, hilft mir auf jeden Fall dabei, besser damit umgehen zu können. Also, wenn ich auf die letzten 2 Jahre zurückblicke, war die koffeinfreie Zeit die produktivste und ruhigste Zeit in meinem Leben. Die Panikattacken waren weg, der Schlaf war tief und sobald der Kaffee zurückkam, kam auch immer wieder so ein bisschen Chaos und diese negativen Nebeneffekte zurück. Also, wenn ich mal an einem Tag Kaffee getrunken habe, wusste ich, die nächsten paar Tage werde ich nicht so gut schlafen. Ging wieder weg, aber da ich ja immer wieder angefangen habe mit dem Kaffee, waren das Effekte, die ich auf einmal immer wieder in meinem Leben hatte. Vielleicht hilft es mir, das im Video nochmal deutlich zu sagen, ich muss die Muster durchbrechen. Diesen Drang nach Kaffee oder nach anderen Mitteln als Warnsignal verstehen und keine Ausnahmen mehr machen. Und auch den inneren Drang nach anderen Dingen, die nicht gut für mich sind, sollte ich im Auge behalten. Und mich jetzt immer fragen, warum möchte ich das jetzt? Wie fühle ich mich jetzt? Was liegt eigentlich dahinter? Bin ich überfordert, müde, gestresst? Und ist das jetzt, wie Kaffee, die richtige Lösung oder nur eine Ausrede? Den Pullover gibt es übrigens jetzt im Shop, falls ihr euch auch regelmäßig fragen wollt, wie ihr euch fühlt und was vielleicht gerade los ist. Genau wie den Kalender für 2026 mit vielen, vielen tollen Leuten, wie zum Beispiel der guten Mai von MyLab, die sich haben ablichten lassen für einen müden Kalender. Na. Das Experiment 2 Jahre kein Koffein war technisch gesehen ein Fehlschlag, weil ich zwischendurch immer mal wieder Kaffee getrunken habe. Nicht super oft, aber oft genug, um wieder negative Effekte zu haben. Trotzdem war es ein Erfolg, weil ich habe gelernt, dass meine Müdigkeit mir etwas sagen will. Wenn ihr auch das Gefühl habt, dass ihr ohne den ersten Kaffee am Morgen nicht richtig hochfahren könnt, dann ist es keine Energie, die euch fehlt. Das ist Entzug. Ich trinke jetzt meinen Kakao. Und wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Und wenn ihr jetzt sagt, das kann man sich nicht immer aussuchen, weil man Verpflichtungen, Kinder oder Deadlines hat, dann muss ich sagen, ich weiß, such Inseln der Erholung, wo immer es geht. Atme durch, nimm Warnsignale deines Körpers ernst und pass auf dich auf. Du bist zu wertvoll. Okay, jetzt könnt ihr Fragen stellen.